Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida, wir sind wieder zurück in L.A. Noire und wir machen gerade einen Fall, wo ein Mann überfahren wurde von einem Auto und er war tot. Wir haben bei ihm einen einen Versicherungsschein gefunden über eine Lebensversicherung. Seine Angehörigen, in dem Fall seine Frau, kriegen $16.000 im Fall, dass er stirbt. Und zufällig ist seine Frau will zufällig eine neue Bar aufmachen oder eine Bar mit jemand anderem und die kann das Geld, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Wir sind jetzt hier bei ihr zu Hause angekommen. Sie war bei dem Unfall eigentlich dabei anscheinend und sie ist danach abgehauen. Oder keine Ahnung, was los ist. Wir werden es erfahren. Wir gehen da jetzt rein. Es geht nämlich sofort weiter. Gut. Da schauen wir uns jetzt ganz genau um. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Eine trauernde Witwe, wie man sieht. We wanted to give you the facts about the accident, ma'am. I appreciate that, but I think I know most of them already, Detective. He was hit by a car, now he's dead. What more is there to tell? Pardon me, but you don't appear to be too upset about it. Lester and I met on a furlough in '44. We got married that weekend. Oh, I don't understand it now, but Good that idea. happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick together this long. 3 Jahre. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, and Beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. Leroy, oder? I'm Leroy Sabo. Ah, ja, ja. Well, well. Well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. Ja, okay. And Lester knew about that? Das hört man. No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Okay, also wir fragen mal aus. Erstmal nach der Partnerschaft. The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. Sie lügt. Wegen der Versicherungsscheine kann man sie, glaube ich, konfrontieren. You're being economical with the truth, Lorna. You want to back that up, little man? Ja. You increased the premium on Lester's life insurance. GI insurance policies have a $10,000 pay. Ach, die Frau war das? Roy's idea. Lester lived on the edge. He was always getting into fights, crap games, pinochle, you name it. Turns out it was good advice. It speaks to motive and premeditation, Lorna. You're forgetting the hit and run, detective. Aha, gut. Fahrerflucht. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Sie guckt sich komisch um. Sehr selbstgefällig. Ich glaube, wir zweifeln das mal an. You expect me to believe that, Lorna? It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. Na You gut. were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Aha. Ich gucke mal rein, ob ich irgendwas vergessen habe. Er wurde von hinten erwischt. Streit mitgehört. Lynx Aussage. Ja, das passt doch, oder? Aber sie guckt trotzdem so komisch in der Gegend umher. Ah, ich glaube ihr.
Gonna need more than that. Like I said, Lester was a great guy when he was winning. A really sunny, bright guy. Trouble was, he hardly ever won. And when he lost, he was an evil son of a bitch. Okay. You and Mr. Sabo have an interesting... 2 vor 3, Sure richtig. we will, officer. Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Ja. Come on, Phelps. Let's make ourselves scarce. Wir gucken uns hier nicht um. Wir könnten das Telefon benutzen. Wo ist es denn? Ja, ich glaube, wir haben nichts zu telefonieren. Na gut, also, das klingt ja schon alles schlüssig. Also, sie I'm haben... out of here, Lorna. I got a business to run. Das klingt schon insofern schlüssig. Sie haben sich kennengelernt und haben gleich am gleichen Wochenende geheiratet. Dann musste er wieder zurück in den Krieg. Und er ist ein absolut unleidlicher Mensch. Also, ich denke, ja, das passt, dass sie nicht so besonders aufgewühlt ist. Wir telefonieren vorne mal. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Any messages? Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Pattison autopsy. Okay, das ist interessant. Thanks for your help. Das machen wir sofort. Wunderbar. Seems like a decent guy. Gut. Ach, bitte. Der Morgen graut, ich merke schon hier. Leichenschaus, genau, der Gewinn. Gut, also führe mich, bitte. Ups. Gleich landen wir selber im Leichenschauhaus. Turn left up ahead. Sie hat jetzt nicht wirklich irgendwas Brauchbares gesagt, oder? Nein! Jetzt nicht. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ich will nicht auf jeder Fahrt erstmal irgendwann eine Ablenkung haben. Wir machen das nach und nach. Aber nicht jetzt. So, Leichenschaus. Puh, das war knapp. Zum Glück wurde ich hier rausgerissen. Be indecisive. Now, I'm not so sure. Steph only. Ah, hier. Das We ist put er. the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? Was? The victim was dead before the car hit him. Nein! 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. Nee. Kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. Das glaube ich. Stabbed to death? Long, sharp knife, length of a bayonet. So the hit and run was a cover-up. I'd say he was stabbed twice at very close quarters. Both wounds thrusting upwards and then pushed in front of the car. Easy, Tiger. Clever, really. Oof. I almost missed it. But the trajectory of the wounds was all wrong if he was impaled by the hood ornament. Find the knife, detectives. Yes, sir. It all comes back to the crime scene. Aha! Hit Ray's one more time and trawl for evidence. Interessant. Okay, das ist ja krass. Da gehen wir sofort hin. Zurück zum Café. Mal gucken, ob wir das Messer finden können. Höchst interessant! Orte! Genau. Irgendwie sind diese Fälle, die machen irgendwie oft, haben nicht so viel mit Verkehrsdelikten zu tun. Ich find's witzig. Take this right. Nächste nehmen wir, diese hier. Ups. Go straight through here. Jawohl. Wir sind sehr viel auf den Straßen unterwegs, liebe Leute. Nein, nicht schon wieder. Ich will mich nicht ablenken lassen, es geht jetzt irgendwo. Hier.
Ups. Try making it to the next intersection without killing anybody. Ja, ja. You do that for me? Gerade bloß Mülleimer, ich bitte dich. So, hier sind wir wieder. Race Café. Okay, sie haben hier alles sauber gemacht. Dann gucken wir nach der Tatwaffe. In irgendeinem Mülleimer vielleicht. Aha. Ah! Okay. I'm sure Carruthers will confirm this as the murder weapon. Let's talk to Leroy. See him explain his way out of this. Wieso? Was? Step right. Step right, oh Gott. Gut. Interessant. Mordwaffe. Aber was hat das mit Leroy zu tun? Step right. Küchenmesser aus Edelstahl. Was hat das mit Leroy zu tun? Der wird ja vielleicht hier drin sein. Ist ja schließlich seine Bar. Tatsache. Leroy Sabo, you're under arrest for the murder of Lester Patterson. Was? Happen, fellas. Go! I'll bring the car around and head him off. Was? Okay, wir haben den Fall gelöst, ohne alles angeschaut zu haben. Sabo. Schade. Scheiße, das hat nicht gereicht. Stop or I will shoot. Das darf doch nicht wahr sein. Er hat doch gar nicht alles gemacht. Ah, okay. Oh man. Achso, ein Mist. Vielleicht auch nicht. Das kann man erst mal vernehmen. So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Gelöst! Gelöst! Ich wollte ihn einfach nur fragen. Wir wollten ja noch zu dem Besitzer des Autos hinfahren und mit dem reden, aber der konnte wirklich nichts dafür. Krass. Gefunden Hinweise 9. 8 von 10 Fragen richtig. Lester wurde zwar nicht vom Auto getötet, aber der Fahrer ist einer Anklage wegen Fahrerflucht entgangen. Ja gut, aber Fahrerflucht hat er theoretisch trotzdem gemacht. Er ist einfach drüber gefahren und weitergefahren. Aber gut. Ja, liebe Leute, das ging jetzt schneller als erwartet. Gut, dann schauen wir noch schnell in den nächsten Fall rein. Ein bisschen Zeit haben wir ja schließlich noch. Gucken, was passiert. Vielleicht machen wir einfach nur unterwegs so eine Straßendings. Falsche Papiere. So eine Straßenverkehrsordnungswidrigkeit, Schießerei. Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Ein was? Ein grüner Kaiser, was? Sorry to inconvenience you. Sorry. Okay. Captain. Möglicher Autodiebstahl. Gestohlenes Fahrzeug. I swear the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Cole? I don't believe a word of it. Die beiden sind cool. You know you made it. Gut. Wunderbar. Rein da. Ab ins Auto. I got the jitters again. Da kommt er angewetzt. Gut, also schauen wir mal, wohin müssen. Da sind wir und da müssen wir hin. Also, wir fahren die nächste rechts und die nächste wieder rechts und dann fahren wir geradeaus. Ganz einfach. Ja, Plätze. They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. What a case. You hear whether they're making any progress? Wer macht Fortschritte? Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. Was? I heard it'll be in front of a grand jury by next week.
Wer war das denn? Wie was haben sie denn Not jetzt? to be murdered like that without having to be dead. Strewn all over the front of the Welcher Fall war das? Keine Ahnung. Ich stehe auf der Leitung anscheinend. Aha. Der letzte Fall war aber auch wirklich einfach irgendwie. Also da hat schon vom ersten Hinweis an war da irgendwie der Verdacht da, dass es die Frau ist, dass sie von dem Geld profitiert. Ah, ich hab's gerettet. So, hier sind wir schon. Unglaublich. Kein Straßenkampf dazwischen gekommen. Also, möglicher Autodiebstahl. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him. Was? Wir haben uns den Fall noch gar nicht angeschaut. Keep him healthy enough to answer questions. Und schon geht's los hier. Das ist ja unfassbar. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Frazer from 6 Kaiser Frazer. Das ist eine Automarke? Ich hab's noch nie gehört. Oh. So, was soll zu dem? Soll den rammen? Lay into his wheel arches. Come on. Okay. Gas bitte. Oh. Alter, es darf aber sonst niemand zu Schaden kommen. Games, Phelps. Take this guy out. Ah! Der fährt ja unmöglich. Ups. Wir müssen irgendwo gegenrammen. Au! Es ist einfach, wenn die Autos fast gleich schnell sind. Jetzt habe ich fast einen Polizisten getötet. Maybe I was a couple miles over the speed limit. Get out of the car now. Cool your jets. Okay. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Ha! Krass. Der hat's bei irgendeinem Automobilladen gekauft. Kaiser Frazer. Manhattan. Das ist gut gemacht, Mensch. Das ist richtig geil. Für $2.450. Gebrauchtwagen. Quittung. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. Okay. Tja. Gut, aber wir fragen trotzdem mal nach, warum er genau abgehauen ist. Das klingt nämlich komisch. Er haut ab, nur weil zwei Leute da. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. Er zwinkert ganz komisch. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky-backy in the glove compartment. Okay. How much, Cliff? One reefer. Oh. Let it slide. You're in enough trouble. Okay, das passt. Das klingt gut. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. Ja, ich will noch kurz gucken. Beleg. Steht da drin? Ich glaube, And the das ownership papers? From the same place. Das klingt alles verständlich. Ja. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. Das soll eine Fälschung sein. Wie kommt der da drauf? Ja, dann sieht's gut aus. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Okay. Warum sollte er hier lügen? And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him.
We're going to get to the bottom of this. 3 Fragen richtig. Until we do, Geil. going downtown. You gotta be kidding me! I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for grand theft auto. Right, detective. Do you know who my father is? You can get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Alles klar. So, wir gucken noch mal kurz durch, was wir haben. Cliff Harrison, der ist sauber. Das ist der Besitzer. Eigentümer von Coombs Automobile. Was haben wir noch? Hinweise. Gestohlenes Fahrzeug. Zulassungsliste gestohlener Fahrzeuge entnommen. Der hat es dort gekauft. Fahrzeugbrief. Gültiger Fahrzeugschein ausgestellt. Okay, also bei ihm ist wirklich alles sauber. Es passt soweit. Wir können nichts anderes machen, als da jetzt hinfahren und gucken, was die da zu sagen haben. Gut. Machen wir. Wird erledigt sofort. You know what? I think he's telling the truth. Ja. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Ja. Straight ahead here. Straight through. Okay. Paperwork all looked above board, and he seemed like a clean-cut kid. Huh. Well, I get it now. You see some kid who's basically you 5 years ago and assume he's got to be innocent. I'm more than happy to be proved wrong. Hey, if he'd been black or Hispanic, you'd be singing a different tune. Whoa. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism, Stefan. Oh, God, please. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. Take the next left. Hier. Are you finished? Yes, I feel much better now. We'll shake down the car dealer and take it from there. Unless his daddy plays golf with yours, of course. In which case, we'll give him a firm gentleman's handshake and be on our way. Turn right when you can. See? I knew you were. Ups. Ich hätte, da vorne geht auch noch. You are listening to an American Century Broadcasting Station. So. Los Angeles. Gleich sind wir da. Schon wieder keine Schießerei. Unglaublich. Jetzt, wo die Fälle gerade so einfach sind, wo wir noch nicht weit sind, wo ich noch nichts merken muss, haben wir sowas nicht. Aber gut. Da vorne sind wir schon. Ich frage mich, ob wir auch mal irgendwann aus dem Verkehrsdezernat rauswechseln und ins Morddezernat oder sowas gehen. Okay. Ich bin gespannt, was wir erfahren werden. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Ja. Der ist, glaube ich, ein bisschen zu übermütig, oder? That's a joke too, son. Wie geil ist das? Mind if I shoot this guy? Geht mir auf die Nerven. Sehr gut. Das ist so gut. So, jetzt. Here it is. Got the original pink slip there, too. Aha. Das ist der ursprüngliche Fahrzeugbrief. Also ist das der alte Besitzer. So viel kapiere ich. Wunderbar. Gene Archer, 146 North Fremont Avenue. Okay. Druckübertragung. Was heißt denn das? Sie hat
Sie oder er hat ihn gekauft. Oder wieder zurück. Aha. Das ist der Verkaufsbeleg. Ja, das passt. Harrison's purchase receipt was legit at least. Jo. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. Okay. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Also es geht jetzt um die Jean, die Vorbesitzerin. Ich glaube, das passt. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Boah. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Okay, Beschreibung des Verdächtigen. Wer ist denn hier verdächtig? Moment mal, wer ist Marquis? Verbindung zu Marquis. Check. Arthurs Fahrzeugbrief. Hat sie jetzt gekauft? Das war ihr alter Fahrzeugbrief. Sie hat Geld bekommen. Und er hat es dann neu gekauft. Oh, okay, aber wer ist Marquis? Na gut, wir gucken uns das mal an. You're as thick as a whale sandwich, aren't you, son? Ja, komm. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. Ja. Das passt. Ich meine, What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Huh. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't Warum? exactly my business. Also das ist nicht sein Business, sagt er. Marquis ist der Hersteller, der diese Dinger da druckt, oder was? Intuition. Ich glaube, wir setzen mal hier die Intuition ein. Community-Fragen. Wahrheit. It says Marquis Printing. You've never heard of them? Marquis. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Was? Warum soll man das denn die Druckerei untersuchen? Weil, worum ging es überhaupt ursprünglich? Das Fahrzeug wurde als gestohlen gemeldet. Von wem eigentlich? Der Fall ist komisch. Gut. Verdächtige Transaktion. This was all above board. Yes, of course it was. Nee. Das ist komisch. You're lying. Lüge, ups. You knew the car was stolen. You have some sort of crystal ball tucked in your jacket that can help you prove it? Nein, haben wir nicht. Ich wollte eigentlich anzweifeln. You're off the hook. For now. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Na gut, okay, das lief alles When nicht so exactly gut. did you hand over the check, Mr. Coombs? Close of play on Friday. Am Freitag. Das Datum müsste eigentlich ja draufstehen, aber ich weiß es nicht mehr. Ob man irgendwas nachweisen kann, ich weiß es nicht. You boys sure you got what you came for? Ups, ich glaube, ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen!
When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. Okay, wir zeichnen das mal an. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Thanks for your help, Mr. Combs. Alles richtig? We need Glaubst to du nicht? continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Alter. Shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Combs. Alles klar. Na gut. Gut. Also, ich stehe ja, also dieser Fall ist mir ein bisschen, weiß ich nicht, der liegt mir nicht. Ich weiß nicht genau, was, in welche Richtung es gehen könnte und auf was wir da achten müssen. Was, also, ja, keine Ahnung. Hinweise. Gestohlenes Fahrzeug. Also das Fahrzeug war gestohlen und der hat's, also man nimmt an, er hat es weiter verkauft, obwohl es gestohlen war. Und er hat Geld dafür bezahlt, obwohl er wusste, dass es gestohlen ist. Das ist so die Annahme anscheinend. Personen. Wir könnten mal mit ihr reden. Es soll gestohlenes Fahrzeug an Kuhn verkauft haben. Okay. Gut, aber ich würde sagen, liebe Leute, das machen wir nächstes Mal. Wir fahren nächstes Mal dahin und gucken, wie es mit dieser Geschichte weitergeht. Ich habe noch nicht so wirklich eine Idee, worauf das hinauslaufen könnte. Aber gut, wir werden sehen, liebe Leute. Ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dann. Eure Lucida. Tschüss.